Welcome to Daily Deutsch. In this video, we present a conversation between two friends discussing their travel plans and preferences for a vacation in Germany. This dialogue will expose you to more complex sentence structures and vocabulary suitable for intermediate learners aiming to improve their conversation skills. In the first section, you will learn conversation without translation. Hey, hast du schon Pläne für den Sommerurlaub? Ja, ich überlege, nach München zu fahren. Es gibt so viele interessante Orte dort, wie den englischen Garten und das Deutsche Museum. Klingt toll. Warst du schon einmal in München? Nein, noch nie. Aber ich habe gehört, dass die Atmosphäre dort wunderbar ist, vor allem während des Sommers. Stimmt, ich war vor ein paar Jahren dort. Die Architektur und das Essen haben mir besonders gefallen. Was möchtest du in München am liebsten machen? Ich möchte die verschiedenen Brauereien besuchen und vielleicht eine Fahrradtour machen. Wie wäre es, wenn du mitkommst? Das klingt verlockend. Aber ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr in die Berge zu fahren. Ich liebe Wandern und die frische Luft dort. Das klingt auch wunderbar. Vielleicht können wir ja einen Kompromiss finden. Ein paar Tage in München und dann weiter in die Berge? Das wäre eine großartige Idee. So könnten wir das Beste aus beiden Welten haben. Hast du schon eine Unterkunft gebucht? Noch nicht. Ich wollte zuerst schauen, ob du vielleicht Vorschläge hast. Ja, ich kenne ein paar charmante Pensionen in der Nähe des Stadtzentrums. Ich kann dir die Links später schicken. Das wäre super, danke. Ich freue mich schon riesig. Ich auch. Es wird bestimmt ein unvergesslicher Urlaub. In the next section, you will learn conversation with English translation. Hey, hast du schon Pläne für den Sommerurlaub? Hey, do you already have plans for the summer vacation? Ja, ich überlege, nach München zu fahren. Es gibt so viele interessante Orte dort, wie den englischen Garten und das Deutsche Museum. Yes, I'm thinking about going to Munich. There are so many interesting places there, like the English Garden and the German Museum. Klingt toll. Warst du schon einmal in München? Sounds great. Have you ever been to Munich? Nein, noch nie. Aber ich habe gehört, dass die Atmosphäre dort wunderbar ist, vor allem während des Sommers. No, never. But I've heard that the atmosphere there is wonderful, especially in the summer. Stimmt, ich war vor ein paar Jahren dort. Die Architektur und das Essen haben mir besonders gefallen. Was möchtest du in München am liebsten machen? That's true, I was there a few years ago. I especially love the architecture and the food. What would you like to do most in Munich? Ich möchte die verschiedenen Brauereien besuchen und vielleicht eine Fahrradtour machen. Wie wäre es, wenn du mitkommst? I'd like to visit the various breweries and maybe take a bike tour. How about joining me? Das klingt verlockend. Aber ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr in die Berge zu fahren. Ich liebe Wandern und die frische Luft dort. That sounds tempting, but I actually plan to go to the mountains this year. I love hiking and the fresh air there. Das klingt auch wunderbar. Vielleicht können wir ja einen Kompromiss finden. Ein paar Tage in München und dann weiter in die Berge? That also sounds wonderful. Maybe we can find a compromise. A few days in Munich and then continue to the mountains?
Das wäre eine großartige Idee. So könnten wir das Beste aus beiden Welten haben. Hast du schon eine Unterkunft gebucht? That would be a great idea. That way, we could have the best of both worlds. Have you already booked accommodation? Noch nicht. Ich wollte zuerst schauen, ob du vielleicht Vorschläge hast. Not yet. I wanted to see if you might have any suggestions first. Ja, ich kenne ein paar charmante Pensionen in der Nähe des Stadtzentrums. Ich kann dir die Links später schicken. Yes, I know a few charming guest houses near the city center. I can send you the links later. Das wäre super. Danke. Ich freue mich schon riesig. That would be great, thanks. I'm really looking forward to it. Ich auch. Es wird bestimmt ein unvergesslicher Urlaub. Me too. It will definitely be an unforgettable vacation. Key points of the words. This section highlights the essential aspects of some words. Sommerurlaub, Summer vacation. Unterkunft, Accommodation. Orte, Places. Vorschläge, Suggestions. Stadtzentrum, City center. Pensionen, Guest houses. Brauereien, Breweries. Fahrradtour, Bike tour. Berge, Mountains. Wandern, Hiking. Luft, Air. Practice questions. These questions help you to apply what you have learned and build language confidence. Hast du Pläne für den Sommerurlaub? Was möchtest du in München am liebsten machen? Wie wäre es, wenn wir einen Kompromiss finden? Danke. Kann ich auch stilles Wasser haben? Thank you for watching. Please like and subscribe.